Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor das Video losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis, und zwar bis morgen habt ihr noch Zeit, an dem Giveaway hier dran teilzunehmen. Ja, bis morgen, das ist der Freitag, der 26. um 15 Uhr, wird der Gewinner hier ausgelost und ihr habt die Chance, nochmal 100 Euro, umgerechnet 3600 Pilze, euer eigen zu nennen. Einfach auf das Video hier gehen, auf meinen YouTube-Kanal, und dann könnt ihr da bis morgen 15 Uhr noch dran teilnehmen. Nur noch mal ein kleiner Hinweis an der Stelle, deswegen viel Glück auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt bisher eine schöne Weihnachtszeit, auch wenn ja die Weihnachtszeit an sich vom Wetter her jetzt nicht so weihnachtlich ist. Hoffe ich trotzdem, dass ihr ein schönes Beisammensein mit eurer Family habt. Und in dem Video heute wollte ich nochmal so ein bisschen auf den Legendary Dungeon eingehen, beziehungsweise auf die, ja, wie soll ich sagen, das ist hier genau das Thema, auf die Schicksalsklunker. Welchen sollte man nehmen? Welche sind gut? Welche lässt man lieber liegen? Was ist das geringste Übel? Etc. pp. Ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit einen Guide bzw. ein Tipps- und Tricks-Video gemacht, welche Glyphen so die besten sind und was man annehmen sollte. Das Ganze ist schon wieder 2 Jahre alt. Und ich habe jetzt mal die neueste Tierliste rausgesucht, laut der SF-Taverne, ja, was in nach deren Ansicht nach die besten Glyphen sind. Und das ist halt eine Tierlist von der Community dort erstellt. Das ist das letzte Mal geupdatet am 27.06. Es wird auf jeden Fall wieder Zeit, das neu zu updaten, falls das jemand aus der Taverne hier sehen sollte. Denn wir sehen hier rechts unten einen Hinweis, dass diese Glyphe hier, die Versionen vom Flügeltrank, einen direkt auf 100 HP stößt oder heilen lässt, sag ich mal so. Ne? Wir hatten das ja live im Stream getestet gehabt, und hätten wir das nicht getestet, dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch günstiger durchgekommen als die 56 Runs, die wir gebraucht haben. Aber da mein Chat mich da ins Verderben gejagt hatte, weil die gesagt hatten, okay, wir haben jetzt hier diese Glyphe am Start, Diamond of the Time Traveler, und wenn man diese hat, dann kann man tatsächlich beim Schlüsselhändler nur einen Schlüssel bezahlen für die kleine Potion hier, und dann heilt man sich anstatt um 25% direkt auf 100. Das war wohl ein Bug gewesen, der wurde aber behoben. Ja, und das habe ich selbst zu spüren bekommen, weil ich diesen Bug mal testen wollte, der mir vom Chat vorgeschlagen worden ist. Hab's dann auch getestet. Ich war komplett Low-Life gewesen, war darauf angewiesen, jetzt wieder schnell Full-Life zu gehen. Also wollte ich ja den 6-fach-Heal mir holen. Anstattdessen hatte ich vertraut, nur einen Key zu bezahlen und dann, weil wir diesen Klunker hatten hier, auf 100% zu heilen. Hat nicht geklappt. Ja, also das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Also das kann man hier unten schon streichen. Ansonsten zu der Liste und deren Wertigkeiten. Ja, wie gesagt, wir hatten schon mal in der Vergangenheit so ein Ranking gemacht mit den ganzen Glyphen hier, und im Prinzip hat sich eigentlich gar nicht so sehr viel verändert, nur dass wir hier nochmal eine etwas andere Eingliederung haben im Vergleich zu dem Video, was ich in meiner Tipps- und Tricks-Playlist habe. Und vieles hat man ja auch schon durchs Zuschauen der Livestreams ja auch schon gesehen, welche Runen, Glyphen, nennt es wie ihr immer auch wollt, ich sage meistens dazu mal Runen, die besten sind so. Ne? Und da haben wir hier ganz oben mit angefangen, die Seele des Hasen. Das ist wirklich die absolute S-Tier-Rune, wenn man jetzt wirklich, und das geht hier danach, jetzt am günstigsten durchzukommen. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemand seid, der extrem krank reinpaid Ressourcenruns macht, jedes Monster mitnimmt, dann wäre wahrscheinlich so eine Glyphe hier gut, dass die Opfertüren weniger Damage machen, oder sogar Eye of the Bull, dass man weniger Schaden von Monstern bekommt und sowas, wenn man wirklich alles mitnehmen möchte. Ja? Allerdings ist das nicht der effiziente Spielweg, um Pilze zu sparen, sondern halt eher, um Ressourcen zu bekommen und ja, dafür halt aber viele Pilze im Verhältnis auszugeben. So, ne? Diese Liste hier ist eher da für die Leute, die halt günstig durchkommen wollen. Also jetzt auch, was einen in die Karten spielt mit Zero Death Runs oder sowas. Ne? Und wie gesagt, da ist Seele des Hasen wirklich die Rune schlechthin, weil ihr dann schon eine 40%ige Ausweichchance habt. Was viele nicht wissen, man hat ja eine
Ausweichchance schon vom Vorhinein. Die liegt ungefähr roundabout bei 40%. Also wir sind hier nicht 50-50 even, ja, sondern wir sind hier so ungefähr bei 40%, wenn man das Grundausweichen nimmt. Und das könnt ihr halt mit der Seele des Hasen schon direkt auf 80% erhöhen. Das heißt, ihr habt immer noch eine 20%ige Chance getroffen zu werden, aber das ist schon sehr, sehr gut, wenn ihr die direkt zum Anfang bekommt, weil dann könnt ihr sehr viel ausweichen. Danach kommt auch schon direkt der Mondstein. Und das ist das, was ich euch sage, wenn ihr die beiden habt, dann ist GG, weil der Mondstein gibt euch auch nochmal eine 20%ige Chance auszuweichen. Und wer jetzt in Mathe aufgepasst hat, der weiß, okay, 40% Basis ausweichen, 40% Seele des Hasen und 20% Mondstein, dann landen wir hier auf genau 100%. Und das ist tatsächlich wirklich so, wenn ihr diese beiden Runen hier in Kombination habt, dann habt ihr eine 100%ige Chance vor den Monstern zu fliehen. Das heißt, ihr werdet nicht mehr getroffen. Das ist wie Fluchtassistent nur auf Dauermodus, ne? Deswegen diese beiden hier, wenn ihr die beiden habt, dann seid ihr eigentlich schon durch. Also dann kann euch nichts mehr passieren, großartig so. Ne? Trotzdem ist der Mondstein in einer anderen Tierlist, beziehungsweise in einem anderen Rating kategorisiert als die Seele des Hasen. Liegt natürlich daran, dass der Vorteil jetzt nicht so extrem krank ist wie bei den Seele des Hasen. Ist halt um 50% schlechter so. Ne? Der Mondstein ist mit dem Spionageklunker und den Anhänger des Schlüsselmeisters in einer Kategorie A-Tier eingerankt worden. Und das ist auch soweit in Ordnung, muss ich sagen. Der Spionageklunker, den hätte ich jetzt auch. Also es gibt so ein paar Glyphen, die mag ich wirklich extrem gerne. Also das sind so meine Top-Tier-Glyphen und die würde ich auch in meiner persönlichen Ranking-Tierlist nochmal anders einordnen. Über allem steht die Seele des Hasen. Dann kommt für mich so der Mondstein, wenn man das mit Kombination mit ihm hier hat. Ne? Dann kommt schon der Spionageklunker und das ist jetzt in der anderen Tierlist, das ist der Brocken der Gier. Der ist jetzt hier in B-Tier eingeordnet. Ja, ich muss persönlich sagen, ich finde den Brocken wirklich sehr, sehr stark, weil du halt eben aus vielen verschiedenen Komponenten die Chance dann hast, einen Buff zu bekommen, und zwar nicht nur aus Fässern zwar nicht, aber aus Kisten, aus verschiedenen Boxen, also es gibt ja einmal diese Kisten, diese viereckigen und dann halt die Truhen, sag ich mal so, und halt eben auch Leichen, wenn die da auf dem Boden liegen, kann man auch mal gamblen, ist halt nur 20%, aber so viele Kisten und Truhen, wie man bekommt, ist der Brocken der Gier, finde ich wirklich gar nicht so verkehrt und hätte ich persönlich in A-Tier eingeordnet. Also für mich wirklich Seele des Hasen, Spionageklunker, Mondstein und Brocken der Gier wirklich A-Tier, bis auf Seele des Hasen, das S-Tier so, ne? Und das trifft das hier auch schon ganz gut. Nur halt der Schlüsselmeister, der ist halt nur, finde ich persönlich, hier eingeordnet, wenn man wirklich auch diese beiden hier hat, so, ne? Weil das Problem dabei ist, wenn man den Schlüsselmeister hat, dass eine Tür immer verschlossen ist. Das heißt, man muss durch eine Tür durchgehen und hat gar nicht die Wahl, irgendwo links oder rechts abzubiegen. Du kannst nur einen Weg gehen. Und wenn man von Anfang an jetzt nicht viele Schlüssel hat, dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen, weil du dann halt eben gezwungen bist, durch zum Beispiel Fallentüren durchzugehen oder Monstertüren, wo eine Falle davor ist, oder du kannst es dir nicht mehr aussuchen. So, das ist halt das Ding. Wenn du genug Schlüssel hast, kannst du natürlich, weil eine Tür blockiert ist, dir die freikaufen mit einem Schlüssel. Und normalerweise, wenn du diese beiden Glyphen hier hast und diese hier, dann ist das die Kombination, die nichts schlagen kann, weil du kannst zu 100% ausweichen, plus hast noch 40% Chance, einen Schlüssel zu finden, wenn du wenn du es schaffst zu fliehen, so, ne? Und wenn du diese drei hast, besser geht's gar nicht. Da kommt auch nicht der Spionageklunker ran, aber man muss die drei erstmal haben. So, und meistens ist es so, dass das Ding hier, das bekommt man relativ früh irgendwie. Und am Anfang
ja, ist es noch relativ schwer, man hat vielleicht nicht so diese vielen Schlüssel parat, man versucht auszuweichen und das geht meistens nach hinten los. Also ich habe nicht so viele gute Erfahrungen mit dem gesammelt, wenn man die als erste pickt. Wenn man das und das vorher hat und dann bekommt man das, besser geht's gar nicht. Aber zuerst das, schwierig. Ich würde immer erst für das und das, ne, natürlich wie das Glück ist halt. Ja, ansonsten, wie gesagt, finde ich den Brocken der Gier könnte man hier oben einordnen, aber das ist halt eben nur meine persönliche Meinung. Ansonsten haben wir halt hier auf der B-Tier-Rune verschiedene Glyphen am Start, wie zum Beispiel, wenn man stirbt, dass man 10% dreimal bekommt. Ne? Das kann man machen, ja, dass man aus Fässern 50% mehr oder bessere hier Dings, wie heißt, Segen und sowas bekommt. Nur der Nachteil ist halt hier auch, dass die Fallen dann Flüche machen. So, das hat einen Vorteil, es hat aber auch einen Nachteil, weil wenn man durch eine Falle durchgeht, macht die immer Instant-Schaden. Ja? Hier bei dem Ding macht die den Instant-Schaden nicht mehr. Das ist ein Vorteil tatsächlich. Allerdings kriegt ihr immer einen Debuff und das ist natürlich dann ein Nachteil so, ne? Deswegen, so schlecht ist das Ding gar nicht hier. Ja, genauso wie das hier, dass eure Segen um 1 verlängert werden, aber ihr dürft dann halt einfach keine Fässer mehr annehmen. Das ist halt, ne, das kann auch ein Kontraindikator mit dieser Rune halt sein. Also das hier und das hier, das beißt sich extrem. Da muss man aufpassen, dass man sich hier nicht das eigene Leben schwer macht und ne, man kann auch sehr viel falsch mit der Runenwahl machen, wenn man zum Beispiel 2 annimmt, die sich gegeneinander ausspielen. Das sollte man definitiv nicht tun, genauso wie zum Beispiel Eye of the Bull zu nehmen und Seele des Hasen, weil man dann 25% mehr ja, Damage bekommt, wenn man von einem Monster getroffen wird, ne? Aber du musst halt eben angreifen, weil die Escape-Wahrscheinlichkeit um 30% gesenkt ist. Also das macht keinen Sinn, da muss man echt aufpassen, dass man da sich nicht ja, die Runen gegenseitig ausspielt, so, ne? Ja, C-Runen gehen in Ordnung. Ja, hier die Opfertür kann man auch, wenn nichts da ist, kann man die auch gut annehmen, weil 40% weniger, da kann man bedenkenlos durch eine Opfertür, das macht kaum Schaden. Nur die Opfertruhe darf man dann halt nicht mehr annehmen, so. Ne? Less Mysterious Rooms, increase the chance of receiving stronger curses. Ja, würde ich nur annehmen, wenn man halt eben keine andere Wahl hat. Ne? Und dann kommen nachher hier halt eben die Runen, die man eher vermeiden sollte, beziehungsweise ja, die halt eben nicht großartig dazu beitragen, dass man so extrem gut durchkommt. Man kann zum Beispiel eine Damage Reduction Run machen, indem man sagt, okay, man hat hier einmal diese Rune, wo man 20% weniger Schaden von Monstern bekommt, dafür aber Monstern hinter den Türen sein kann, was extrem kacke ist. Und man hat Eye of the Bull, wo man auch 20% weniger Damage bekommt, aber halt nicht fliehen kann. Das sind 40% weniger Schaden. Also ihr könnt da wirklich Monster angreifen und die kriegt kaum Damage. Das ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Großartig, hatte ich auch schon öfter mal gemacht. Funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man dann den Heal hat, dann overhealt man sich dann auch noch, wenn man 6-fach Heal hat, so, weil man dann gar nicht so viel Damage kassiert, wie man raushaut. Und das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also es ist hier natürlich so ein bisschen subjektiv gerankt, das Ganze. Man versucht es so gut wie möglich einzuordnen, aber es ist natürlich auch immer sehr situationsabhängig, wie ihr gerade hier Glyphen am Start habt. Ja, und deswegen ja, ist das auf jeden Fall eine Tierlist, woran man sich so ein bisschen orientieren kann, aber man muss trotzdem immer noch selbst gucken, was für einen jetzt in der Situation am besten ist, ne? Wie gesagt, ansonsten steht hier unten noch der Hinweis, ne? Es gibt auch noch so eine 20% HP-Strat, wo die ja, Glyphen gut sind, wenn man wieder revived wird. So. Das kann man auch machen, ist halt auch von der Situation her abhängig, ob man und wie aktiv man spielt. Ich persönlich würde jetzt nicht immer mit 20% reingehen. Ich würde aber auch nicht mit Full Life reingehen, sondern halt eben so, dass man noch genug Potenzial hat, falls ein Heal kommt, direkt so, dass man als Free-to-Play sich dann nicht overhealt oder, ne, das ist dann halt abgecuttet so, also ich würde dann schon ab 80%, ne, würde ich dann schon wieder reingehen, damit man mindestens 20% sich heilen kann, falls man beim Wiedereintritt dann direkt einen Heal bekommt, so, ne. Ja, genau, das auf jeden Fall so der mein kleiner Hinweis, sag ich mal, für das, was man sich hier aussuchen sollte bei den Klunkern. Und vielleicht hat das den einen oder anderen hier auch nochmal so ein bisschen geholfen.
ja, sich zu orientieren, wie man hier im LD dann weitergeht. Ja, falls es euch gefallen hat und ihr nochmal was mitnehmen konntet, würde es mich sehr freuen, wenn ihr hier ein Like auf das Video da lasst. Ansonsten war es das soweit von mir und wünsche euch weiterhin noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.